Herzlich willkommen zum neuen und weiteren Video bei Perfect Green. Heute erfahrt ihr ein paar wichtige Tipps, wie euer Rasen am besten durch den Winter kommt. Viel Spaß! Unglaublich, heute ist der 30. Oktober und ich habe noch ein Polo an. Es ist wahnsinnig warm, aber ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich habe mich etwas erkältet. Ich hoffe, es ist trotzdem soweit okay für euch und ihr versteht mich richtig. In diesem Video möchte ich euch einfach mal meine Praxiserfahrung von den letzten Jahren sagen, wie mein Rasen am besten durch den Winter kommt und was auch ihr beachten solltet. Denn uns erreichen aufgrund der extremen warmen Temperaturen für Ende Oktober mega viele Anfragen, ob sie noch Rasen säen können, ob sie noch lüften, vertikutieren können. Und darauf möchte ich heute mal kurz eingehen. Ja, wie erwähnt, für Ende Oktober ist das Wetter echt abartig warm, zu warm eigentlich. Und genau so fühlt sich auch der Rasen. Der Rasen bekommt nochmal einen richtigen Push. Er will noch mal wachsen, er wächst auch aktuell für die Jahreszeit außerordentlich stark. Zweimal mähen in der Woche ist noch erforderlich, zumindest bei meinen Schnitttiefen von 16, 18 mm. Allerdings ja, sollte man jetzt auch darauf achten, dass man nicht mehr zu sehr stresst. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich finde ihn aktuell ganz schön. Er ist okay, er ist allerdings nicht in Topform. Ich weiß nicht, wie euer daheim aussieht. Einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr von eurem Rasen gerade haltet. Ich finde einfach, mein Rasen wird von dem Gesamtbild, wird einfach alles durch die Regenwurmhäufchen, mal wieder die Regenwürmer, wird alles etwas heruntergezogen. Das Gesamtbild ist nicht ganz so perfekt. Jedoch bin ich ja froh, dass die Regenwürmer da sind. Aber ihr seht hier, ist ein blattgefahrenes Regenwurmhäufchen. Das ist auch richtig hart. Auch hier wieder eins. Und hier habe ich eins. Eigentlich überall, da. Und hier kommen schon die nächsten. Und da haben wir ja auch immer gesagt, was kann man denn tun, um die Regenwurmhäufchen wegzumachen? Und da ist eigentlich am besten mit dem Besen vorher abkehren. Nur wenn ihr 300 Quadratmeter habt, dann wird es natürlich schon anstrengend, denn die Regenwurmhäufchen sind ja nicht überall, also die sind ja nicht vereinzelt, sondern die sind ja fast überall. Und was da richtig angenehm ist und was da echt gut hilft, ist eine Bürste von Elliott Sterling oder Liberty oder auch Swordman, Electra oder auch der Edwin. Die Bürste, die bürstet die Regenwurmhäufchen richtig gut weg. Das funktioniert echt super. Allerdings, ich habe trotzdem blattgedrückte Wurmhäufchen. Und warum, das zeige ich euch. Denn ich kann meine Bürste vom Sterling aktuell nicht einsetzen. Ja, ich zeige euch mal meine Bürste vom Sterling. Das ist echt unglaublich. Die ist 8-mal verwendet worden mit 300 Quadratmeter. Und ihr seht, wie die aussieht. Die ist komplett kaputt. Auch wenn ich hier irgendwo mal reingreife und anfange zu ziehen, hier, die sind komplett kaputt. Die sind unten alle abgebrochen. Die Borsten sind auch richtig weich. Die kehrt eigentlich so gut wie gar nichts mehr raus. Ich habe gleich Wassenberg Bilder geschickt, angerufen. Da muss ich sagen, die haben echt mega gut reagiert. Die haben mir gleich eine neue zugesendet. Der Garantieantrag ist gestellt. Ich habe aktuell noch nichts von Elliott Mowers gehört. Ich weiß nur so viel, dass sie angeblich keine Probleme haben. Wir haben jetzt 2 neue Bürsten. Alex seine ist auch Schrott. Wir haben somit in 3 Wochen 2 Bürsten geschrottet. Und Alex seine ist auch Schrott. Wir haben jetzt 2 neue und wir testen jetzt einfach weiter, ob es wirklich nur an der Bürste lag oder an was es lag. Sie war auch nicht zu tief eingestellt. Also von dem her, ich bin der Meinung, sie muss sowas einfach packen. Deswegen bin ich auch gerade echt mega verärgert, weil mein Rasen aus dem Grund nicht so gut aussieht und ich keine Lust habe, meine 300 Quadratmeter mit dem Handbesen komplett zu bürsten. Also sehe ich dann auch nicht ein. Ja gut, aber für all diejenigen, die jetzt kein Sterling haben, keine Electra haben oder generell Swordman oder Spindelmeer haben mit so Bürste, da bleibt halt wirklich nur übrig, alles abzukehren von Hand. Das ist eigentlich die beste Methode.
schreibt es mal in die Kommentare, was ihr macht gegenüber Regenwurmhäufchen. Ja, und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu ein paar Tipps, was ihr machen könnt, damit der Rasen überhaupt gut überwintert. Kommen wir zum ersten Tipp und auch zur ersten Frage, was uns sehr häufig gestellt wird. Jetzt aktuell Ende Oktober, Mitte Oktober, Anfang Oktober, mit was mähe ich? Mähe ich mit einem Sichelmäher oder mähe ich mit einem Spindelmäher? Ich sag mal so, es gibt beide Mähmethoden haben Vor- und haben Nachteile. Der ganz klare Vorteil von einem Sichelmäher ist, wenn ihr jetzt Laub habt, Regenwurmhäufchen habt, die nimmt es einfach auf. Das Messer kann eigentlich nicht stumpf werden, es ist ja schon relativ stumpf. Und dadurch wird auch das Ganze einfach, ist euer Rasen einfach aufgeräumter. Äste von Vögeln, wie auch immer, werden gleich aufgeräumt, aufgenommen. Und somit ist eigentlich ein Sichelmäher jetzt aktuell, ich sage jetzt mal, richtig sinnvoll und eigentlich richtig gut. Gegen einen Sichelmäher spricht ganz klar der Schnitt. Die Schnittqualität ist einfach beim Sichelmäher relativ schlecht. Egal wie gut ihr euer Messer schärft oder was für einen guten Sichelmäher ihr habt. Das Blatt wird regelrecht abgeschlagen, es ist sehr stark verletzt und gerade bei den Temperaturen, wo wir gleich noch drauf eingehen, ist Thema Pilze und Bakterien und da ist das Gras deutlich anfälliger für Krankheiten. Aus dem Grund mähe ich aktuell bei mir noch mit einem Spindelmäher, mit meinem Sterling. Der hat natürlich den Vorteil, dass er einfach besser abschneidet, das Gras besser geschont wird, das Gras weniger Stress bekommt und vor allem auch hat es aber auch ganz klar den Nachteil, dass ein Spindelmäher zum einen mal die Regenwurmhäufchen platt drückt und zum anderen aber auch durch die Regenwurmhäufchen oder durch Äste, Blätter eher weniger, aber durch Äste, die Spindel stumpf werden kann. Aber wenn ihr vorhabt, eure Spindel im Winter schleifen zu lassen, ist es eigentlich somit egal. Also wie gesagt, man kann beide Mähmethoden wählen. Es kommt immer ganz drauf an, was ihr aktuell habt, also ob ihr Blätter habt oder nicht, oder wie eure Gegebenheiten sind. Gerade in diesem Wetter, wenn es nachts relativ kalt wird mit 5 oder 7 Grad, die Temperaturen deutlich abfallen, die Luftfeuchtigkeit steigt und euer Rasen eigentlich fast permanent feucht ist. Und ihr seht ja auch, die Sonne, die steht schon richtig tief. Wir haben jetzt schon die Mittagszeit und hier ist einfach der Schatten, der ist eigentlich im kompletten Rasenbereich. Genau in dieser Zeit ist das Gras enorm gestresst. Es ist dauerfeucht, es kommen hohe Temperaturen dazu, relativ hoch mit über 20 Grad. Und dadurch ist es ein ideales Wachstumbedingung für Pilze, für Bakterien. Und da muss euer Gras gerade richtig viel leisten, um diese Bakterien und Pilze überhaupt abzuwehren. Und deswegen ist es mega wichtig, dass ihr euer Gras nicht zu sehr stresst. Ich weiß, die Temperaturen sind mega verlockend. Auch ich war noch kurz davor, dass ich nochmal richtig nachsähe, eine Sandaktion mache. Aber nein, bitte tut eurem Gras den Gefallen, tut euch den Gefallen. Macht bei den Jahreszeiten, egal wie die Temperaturen sind, nichts mehr. Stresst bitte das Gras nicht zu sehr durch Lüften, durch Vertikutieren. Eine Nachsaat ist jetzt aktuell total übertrieben, überflüssig. Es bringt nichts mehr. Das Saatgut außer die Lolium perenne wird nicht mehr aufgehen und selbst die Lolium perenne, die wird relativ spät aufgehen. Wir haben zwar hohe Temperaturen, aber nachts fällt es doch deutlich ab. Deswegen auch achtet darauf, dass euer Gras nicht zu sehr gestresst wird, denn sonst ist es viel anfälliger für Bakterien, Pilze, Krankheiten und wenn sich ein Pilz einnistet, dann wird das Gras mega geschwächt. Ich habe auch eine Stelle, die würde ich einfach mal zeigen, hat jetzt aber weniger mit Pilze zu tun. Wenn euer Gras geschwächt ist, habt ihr einfach den mega Nachteil, dass das Gras sehr schlecht durch den Winter durchkommt. Es stehen ihm noch sehr harte Zeiten bevor. Deswegen achtet bitte darauf, dass ihr ihn einfach in Ruhe lasst. Ich weiß, es ist schwer, aber verschiebt alle Maßnahmen auf das Frühjahr, auf das zeitige Frühjahr, März, April, je nachdem. Solche Schäden wie jetzt hier zum Beispiel, ihr seht, hier habe ich mal wieder
einen kreisrunden Fleck. Das deutet ganz stark auf Hundeurin drauf hin. Ja, was soll ich sagen? Meine Mali macht das ja echt gut. Sie geht immer runter zum Pipi machen, aber manchmal ist halt noch ein Welpe, die ist jetzt erst 6, 7 Monate alt. Sie freut sich halt auch und ab und zu kommt halt mal ein kleiner Unfall in den Rasen. Doch was ich sagen will ist, dass diese Beschädigung den ganzen Winter durchgezogen wird. Da bringt jetzt auch Nachsehen nicht mehr viel. Das heißt, diese Beschädigung können wir gern mal im Frühjahr schauen. Die wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch im Frühjahr sichtbar sein. Bleibt einfach gespannt. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr auch dieses Video nicht. Ihr könnt euren Rasen auch unterstützen, indem ihr Blätter, Gegenstände, Spielzeug, was auch immer, regelmäßig vom Rasen aufhebt. Denn dadurch können sich keine Bakterien darunter bilden und vor allem wird euer Gras bekommt deutlich mehr Licht ab und wird dadurch auch weniger gestresst. Zum Thema Mähen wollte ich vorhin noch sagen, wir werden auch immer gefragt, was ist denn die ideale Schnitthöhe im Herbst über den Winter? Da sage ich nur so viel. Manche heben die Schnitthöhe deutlich an. Ich persönlich bleibe das ganze Jahr gleich, denn ich bin der Meinung, und so liest man es auch in ein oder anderen Fachbeiträgen, liest man, dass das Gras sich einfach dadurch viel besser anpassen kann und der Stoffwechselhaushalt nicht beeinträchtigt wird. Ihr könnt natürlich die Schnitthöhe so 10–20% anheben. Das wäre jetzt in meinem Bereich so zwischen 3 und ich sage mal 4 mm. Das ist okay, aber bitte achtet darauf, lasst euren Gras nicht zu sehr wachsen, nicht zu hoch wachsen, denn dadurch werden auch nochmal Bakterien, Pilze deutlich gefördert und das sollen wir oder wollen wir natürlich vermeiden. Ich persönlich achte eher dann darauf, ja genau, Tau kann man natürlich auch noch abwedeln, das ist auch ein guter Ansatzpunkt. Denn gerade jetzt um die Jahreszeit ist ja der Rasen wirklich permanent feucht, wie vorhin auch schon erwähnt. Wir haben jeden Morgen Tau drauf und gerade jetzt kann man eigentlich den Tau abwedeln, mit einem Gartenschlauch einfach einmal drüber ziehen, mit einem Rasenrakel drüber laufen oder mit einer Bürste, Besen, wie auch immer. Ich persönlich mache mich allerdings nicht verrückt. Hier sind überall Spinnweben, nicht, dass ihr denkt, ich greife mir hier immer so ins Gesicht, voll ekelhaft. Ich persönlich mache mich allerdings nicht verrückt. Ich lasse den Rasen einfach Rasen sein. Ich wedel nicht jeden Morgen vor der Arbeit noch den Tau runter. Ich verlasse mich da einfach auf einen guten Dünger, auf generell sehr gute Nährstoffgaben und darauf gehen wir auch noch kurz drauf ein. Kommen wir zum Thema Nährstoffe. Wir haben ja einen Dünge- und Pflegeplan veröffentlicht. Da wird euer Gras das ganze Jahr perfekt mit Nährstoffen versorgt. Je nach Jahreszeit hat das Gras durchgehend immer die ideale Zusammensetzung. Und ganz viele sind der Meinung, dass im Herbst das Gras, das ist die Saison eh rum, da will ich keinen schönen grünen Rasen. Doch das ist der größte Irrglaube. Der wichtigste Dünger im gesamten Jahr ist der Herbstdünger. Da ist relativ viel Kaliumanteil drin, wenig Stickstoff und dadurch wird das Gras nicht mehr gefördert zu wachsen, sondern das Kalium hilft dem Gras, seine Zellstruktur zu stärken und hilft dem Gras, mit dem Wasserhaushalt besser auszukommen und dadurch wird das Gras regelrecht frostbeständig. Ihr müsst darauf achten, dass ihr einen guten Herbstdünger verwendet in ausreichender Menge. Ich persönlich, wir haben es auch in den Pflegeplänen so drin, dass wir die Herbstdüngung auf 2 Gaben verteilen. Das ist eigentlich immer sinnvoller als einmal viel. Ist einfach besser, wenn er auf 2-mal verteilt wird. Wichtig darauf ist auch, oder wichtig darauf zu achten, ist auch, dass ihr den Herbstdünger nicht zu früh ausbringt. Weil ganz viele haben jetzt schon Mitte, Ende September den Herbstdünger ausgebracht. Und wir haben, wie schon oft jetzt heute erwähnt, noch extrem hohe Temperaturen und dadurch wird das Gras nochmal zum Wachstum angeregt und dadurch werden die ganzen Nährstoffe verballert und das Gras hat über den Winter nichts mehr. Ein guter Herbstdünger ist eigentlich so gemacht, dass er seine Nährstoffe sehr gezielt und sehr langsam temperaturgesteuert abgibt
und dadurch kann das Gras auch über den Winter, wenn es mal ein relativ milder Wintertag ist mit 8 oder 10 Grad, kann das Gras immer wieder mal Nährstoffe aufnehmen und viel wichtiger, das Gras kommt im Frühjahr viel schneller und viel besser aus dem Winter raus, kann viel schneller Photosynthese bilden und kann die Schäden viel besser ausgleichen. Und dann startet ihr auch in die nächste Rasensaison deutlich kräftiger, besser, schöner, grüner, gesünder. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, wo wir jetzt in diesem Kurzvideo nicht erwähnt haben, aber euch wahrscheinlich brennend mal interessiert, dann schreibt es uns einfach in die Kommentare, würde uns sehr freuen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schaut nächsten Sonntag wieder rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Zeit. Ciao.